well as the iron jar aromatic. This will make it so that. Weißt du, womit sie das im Deutschen übersetzt haben? Oh, eiserner Topfaromat. Parfüm. Parfüm, ah. Okay, Parfüm. okay. Und weißt du, was schlimm ist? Bei der Animation, wenn du das benutzt, trinkt er das. Köstlich. Cool. Does no Nom, 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 damage, nom. doesn't stagger, combine. 3, 2, 1. Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Wir gucken uns heute wieder was vom lieben Bushy an. Und zwar I broke Elden Ring with Drill Sorcery. Ist vor einem Monat rausgekommen. Ich glaube, ich habe es auch zum Release gesehen. Ich habe es aber schon wieder vergessen. Und wir gucken uns ja ganz gerne seine Challenge-Runs an. Deswegen, wir müssen uns unbedingt eigentlich auch noch mal den Random Fog Randomizer von ihm angucken, wo jedes einzelne Fog-Gate halt randomized ist und die woanders hinschickt. Das müssen wir uns auch mal angucken. Ja, cool. Geht zwar auch 41 Minuten, aber es ist schon echt, Er macht dann mit so einem Programm so eine Mindmap, wo er rauskommt. Ach du Scheiße. Irgendwann musst du sowas dann auch haben, weil du ja sonst gar nicht mehr drauf klarkommst. Also welcher Mensch kann sich jedes einzelne Ding so merken? So, dann wollen wir mal reingehen. What exactly does breaking Elden Ring mean? Well, I'm going to take a build and make it do as much damage as it possibly can with the goal of one-shotting most of the bosses. But not just that, I won't be using rune farming to just juice up my damage and trivialize the challenge. I'll actually have to optimize the build to make every piece of gear matter. You may have seen me do this with frenzy flame spells before, but today I'm doing it with stone digging sorceries. But before we one-shot some bosses, let's talk about one-shotting some planes in today's video sponsor, War Thunder. Okay, der war wild, der Übergang. Wirklich diese Überleitung, Hilfe. Fully customizable tanks, planes, helicopters and Weißt du, wer das exzessivst gespielt hat? Bis zum Kotzen und Verrecken? Mein Noch-Chef. Nein. Wrestling Peter. Wir haben uns mal eine Stunde über das Dings da unterhalten. Er hatte sie alle auf höchstem Level. Mit insgesamt. Wie wir so der Kerl da reingeschmückt hat. Also mein Noch-Chef hat sich extra einen 32 Zoll Curved Monitor gekauft, damit er sein Battleship auch endlich mal auf einem Bildschirm hat. Geil. Was soll ich sagen? Das ist geil. Vorhin den hat er sich zur Arbeit schicken lassen. Ich so, was hast du damit denn vor? Ist der fürs Büro? Nein, er ist für mich zu Hause, wenn ich War Thunder und so spiele. Ich so, okay. Okay, okay. Astrologer is the starting class because, for the most part, mind and int are the only stats that matter. Now, for the initial setup, which is probably the hardest part of a one-shot run because there's not a whole lot of ways to get runes and there's a bunch of items to gather to be ready to even fight simple bosses like Margit. The main spell that we'll be using, Rock Blaster, is really easy to get in the Celia Crystal Tunnel over in Caelid. And the best. Stimmt, es gibt ja mittlerweile auch diese Interactive Maps, ne? Ich habe sie ja kennengelernt durch Diablo. Und die gibt's ja bei Elden Ring jetzt auch schon, Alter, wo du dann alles, ich suche alle das und dann markierst du es da auf dem Bildschirm und musst dann nur noch hinrennen. Ja, schon chillig. Also für, ich sag mal. Das macht es für so Leute, die damit anfangen wollen, wie zum Beispiel mich, wenn ich jetzt sage, ich will damit anfangen, macht es das deutlich einfacher. Der weiß ja schon alles aus dem Kopf. Ja, ich würde nämlich auch gerade sagen, es macht es halt für die, ich sag mal, Newbies, die sich vielleicht auch mal ein Video angucken und die Strat verfolgen wollen und so, halt echt entspannt. Early game staff to get comes from Topes. So, surely der Junge hat das Leben auch durchgespielt. Taking the staff from Topes won't be an issue. Oh, for fuck's sake. Okay, naja. Maybe I should have done it. Jesus, man. Jesus. Okay, that went poorly. I guess I have to get a celestial dew to make Topes forgive me before coming back even stronger and getting my revenge. Ja, okay. That was fairly easy. Sorry, bud. It's nice knowing you, bud. Unfortunately, the Academy Glintstone staff is going to be quickly replaced by the Crystal staff since it's a somber weapon and much easier to upgrade. Somber 1 to 4 come from EG, the 5, 6, and 7 are all from Volcano Manor, but you have to do this weird skip to get around Godskin Noble for the Somber 7. If you're doing this run on your own and you don't want to learn this skip, just fight the Noble normally to get past him, but for me, I'm not allowed to use 20 attacks to beat a boss. Ideally, I want to be one-shotting everything. Then a Somber 8 and 9 are both just free pickups on the ground in Dragon Barrel. Literally impossible to mess up.
Ooh, literally Next up is Patches, who's impossible. going to sell Margit Shackle, which will definitely be helpful, as well as the cookbook for gold pickled foul feet. Since I can't rune farm, making sure that I maximize the amount of runes that I'm getting from killing bosses is very key, and gold pickled foul feet are the best way to do that. Now, it's really important that I don't kill Patches so that I can get the Bulgo armor set later in the run. Oh, she killed him. Now to pick up a couple buffs. Howl of Shabriri, which I won't be using for a while because of the faith requirement, Golden Vow Ash of War, which will be very useful right now, and I farm up 1 Digger Staff for the 20% boost to this spell type. But Bushy, Okay, why that's not just get nice. 2 if they're both going to give you a 20% buff each? Good question. And the answer is because they're the most awful piece of dog shit. They're bad, and the sorcery scaling sacrifice is larger than the 20% buff, so we only need 1 to put into our offhand. There's one last thing that I would really like to gather before Margit, and that's the magic damage tier from the Liurnia Erdtree avatar. But right now, this fight is just a little too difficult. We'll have to make do with what I got for this Margit fight. That didn't work. Ja, moin. That Okay, didn't well, work that's just not too good enough. well. We bully an overgrown dog thing in Altus for the ritual sword talisman, as well as the Olivinous glintstone crown from Rhea Lucaria for 3 extra int for just wearing a helmet. Sollte dann ja reichen. Wie aus er sieht einfach. Yes. Das wirkt aber auch sehr eng. Also ich glaube 5 HP mehr hätte der nicht haben dürfen. Nee. God, you love to see it. Was ich mich ja immer frage ist, ne? Er hat jetzt den Boss bei 3,22 gekillt. 3,28 ist er am Endboss des Dungeons, ne? Ich habe für diesen Dungeon einfach gefühlte 2 Stunden gebraucht. Ich wollte gerade auch fragen, wie lange du für Godric The Grafted so gebraucht hast. Oh, gar nicht so lange tatsächlich. Ich glaube, in meinem allerersten Run habe ich den, glaube ich, sogar fast First Try gemacht. Und ich glaube, danach so 2, 3 Versuche. Der geht ist eigentlich relativ easy. Sick. Dass das halt auch einfach geht, ne? Alright. Godric, Alright, on top of being Godric. the easiest shard bearer to beat, also has the strongest great rune, so I make sure to grab and activate it. Another benefit of killing the first shard bearer is that Vare moves to Liurnia, letting you actually complete his quest and get a max level somber weapon for it, or at least that would be the case if it was obvious which staff to upgrade, because I also picked up Lusat's staff right around this same time, and I couldn't decide if maxing out the higher damage but more FP usage Lusat staff was going to be better than maxing out the lower damage, lower FP usage crystal staff. So I actually just waited to decide until I would run into a wall that I couldn't beat and needed the extra damage. Now that I did have enough damage for it, the Clean Rot Knight Duo in Kaled is a pretty high priority. Für die habe ich ewig gebraucht. Ja, auch. 3 Sekunden. Like the gold. Ich habe für die wirklich echt ewig gebraucht. Nicht, weil ich kein Damage oder so hatte, sondern einfach, weil du erst durch so eine Höhle musst, wo du die ganze Zeit den Dot bekommst. Und die beiden Wichser geben dir auch noch mal den Dot. Und wenn du dann die ganze Zeit den Dot frisst und heilen, ausweichen, und dann kommst du nicht zum ekelhaft. Ich verstehe. Wenn es irgendeine Form von Dot-Schaden in den neuen Lords of the Fallen gibt, ne? Direkt eine Backhand. Deck 13. Ja. Nee, Deck 13 ist es ja nicht mehr. Nee. Nein, Deck 13 ist es nicht mehr. Das sind irgendwelche anderen. Nee. Ich weiß gar nicht, ob Deck 13 überhaupt existiert. Ja, Aber die haben ja Dings published. Hier, Chained of Dingsenbumsen, was ich let's played habe. Chained of Echoes. Echt? Ja. Ich dachte, das wäre ein einzelner Dude gewesen, der es gemacht hat. Der einzelne Dude hat's gemacht, aber Deck 13 hat's published. Ah. The magic shrouding. Also wenigstens eine Sache gut gemacht. Come on, give me the items. Give me the items. Achso, ich wollte gerade sagen, er ist doch auch dead. I think that's what I Ja. need to see. And the build's really starting to come together now, ready Ja, to den go kenne ich face mittlerweile it auch on. schon. Alright. So da. Come on.
Da. Wait. Digger-Spell wahrscheinlich auch eigentlich gar nicht so zum Dingsen gedacht, ne? Nee. Digger. One shot. Yeah, you know what? You're right. And honestly, looking back on this recording, I'm realizing that I was just being lazy there. So, okay. I'll go back and fight Radon the right way. The only thing that you need to do is like this video. Okay. Easy enough. Das Letzte ist halt, dass er dann immer wieder so ein bisschen ausweicht dann oder halt nicht getroffen wird. Ja. Now back to the original recording. I made the decision that it really only made sense to level up intelligence to 62 and then start committing more to mind and other stats if needed. But why 62? That seems like an oddly Good specific question. number. 62 Yes. base ints plus 3 from Marika's Scar Seal plus 5 from Godric's Great Rune plus 10 from the Physic would get me to a total of 80. And if you take a look at where the soft caps are on backloaded staves, you can see it doesn't really make sense to go past 80. Loretta gives us access to Solovis, which is absolutely awful news, but Solovis gives us access to Magic Scorpion Charm, which is great news. While I'm here, I also do a little bit of Ronnie's quest so that I can go pick up the Int Talisman just in case I need it for something later. This is when I gathered the infinite FP tier in the actual run rather than before Radon like I did for the Redemption attempt a little bit earlier. Das Ding ist natürlich Gold wert. Digga, der hat in 5 Stunden so viel erreicht wie ich in 4 Wochen oder so. Naja, das sind ja nicht die ersten 5 Stunden, die er das Spiel spielt. Das muss man sich ja auch immer geben. Das ist richtig. Das ist halt auch nicht, ne, wenn du das erste Mal Elden Ring spielst, oh, ich reite mal dahin, oh, ich reite mal dahin, oh, ich reite mal dahin. Oh, da ist ein Gegner, den klopp ich um. Mittlerweile, wenn ich ja Elden Ring nochmal spielen sollte, ist es halt auch nur noch, ich renne halt auch nur noch straight up. Also die ganzen Mobs auf der Oberwelt, die lässt du halt einfach irgendwann stehen. Okay, so, das heißt, du bist auch schon so gut, dass du alle Wege kennst, wo die wichtigen Sachen sind und da straight hinkommst? Nee, das nicht, aber ich bin halt, es ist halt so, am Anfang, wie gesagt, ne, du haust jeden Gegner, um jede Rune ist wichtig und hast du nicht gesehen. Würde ich jetzt auch nicht mehr unbedingt machen. Also, at this point, I needed to decide which staff to max out, and I decided on Lusat's. My idea being that I already have access to the infinite FP tier, so I should be able to offset the downside of Lusat's staff most of the time. I then used the plus 10 Lusat's and the plus 9 crystal staff to take out the Crystalian duo in Liurnia. This is a shockingly difficult fight because of how these bosses work. They have massive damage reduction until you're able to stance break them, at which point they will completely melt. Unfortunately, these spells really don't do a whole lot of stance damage, so I had to be really careful and make sure to max out my FP usage and physic to actually break their stance in time before I ran out of FP. This would give me access to probably the most important magic buff in the game, Terra Magica. This thing is not War ich noch nie. Keiner Plan, wo er gerade ist. Because it's sometimes difficult to figure out when to cast it. Naja, das sieht auch sehr, sehr offside der Main Quest Route aus. I'm going to be using a brand new tactic for this run. Sleep pots. The recipe is from Limgrave, and you would think they're not very useful outside of just Godskin Duo because most enemies just do a short staggering. Ich dachte ja, als ich das Spiel gespielt habe, dass die Sleep Pots, die habe ich mir dann ja auch geholt. Und dann musste ich ja gucken, wo ich diese Pots herkriege, weil ich die ja zum Herstellen brauche. Und dann habe ich geguckt, es gibt nur 7 Stück. Krass. 7, die brauche ich ja für einen Fight. Das kann ja nicht sein. Dann habe ich die einmal benutzt, habe den Fight nicht geschafft. Und dann habe ich es ohne Pots versucht die ganze Zeit. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, weil ich sie dann aus meinem Inventar genommen habe, ist mir dann irgendwann aufgefallen, lol, ich kann die Pots ja die ganze Zeit verwenden. Dass ich 7-mal tragen kann. Ich muss den anderen Kram nur. Und dann hab ich die halt nochmal gecraftet und hab's dann geschafft. Aber Digga, ich habe irgendwie 50 Versuche ohne diese Sleep-Pots gemacht und dann dachte mir so, wieso? Schon dann ein Gamechanger, ne? Wenn die dann. Ja. Wie ist das mit dem Sleepen? Die sleepen dann so lange, bis du irgendwie ein gewisses Maß an Damage gemacht hast? Oder bis du die wieder angreifst. Okay. So, aber da du ja dann, es spawnen ja beide, dann sleepst du beide, suchst dir den einen raus, den du schneller umhauen kannst, haust den ganz schnell um. Dann ist der weg. Dann fängst du an, auf den anderen zu klatschen, versuchst den zu töten, bevor der andere respawnt. Und dann hast du einfach die ganze Zeit immer nur einen Boss.
Und das ist natürlich whenever they get entspannter. slept. But that's actually really useful. That gives me enough time on super mobile bosses like the dog to actually set myself up and hit them enough before they just run away. Waffen und so ist ja auch ein stärkster Angriff aufladen, in Anführungsstrichen. One single damage, so make sure you comment invalid run, try again. Invalid run, try again. Oh yeah, bud. Really just cooking him there, bud. Oha. Oh, jetzt hat er schon 2 Man hat Köpfe. einfach verdoppelt, ja. Wow. Oh, wie ich diese Stelle gehasst habe. Off. Godfrey. Can I bait him out over here? Der geht eigentlich. Seine Real Version ist bodenlos. Physic needs to go here. Oh. Oh, wie eng. Ja, so eine Sachen frusten mich immer hart. Ja. Na, immerhin. Alright. Den einen kannst du halt wegtanken, der zweite ist tödlich. Er hat vor allen Dingen, das habe ich glaube ich nie erzählt, er hat das Spiel mal durchgespielt, er hat die Gegner nur getreten. Oh mein Gott, was? Und er hat dann Statistik aufgeführt, wie oft er im Feind also wie viele Versuche er gebraucht hat und wie oft er die dann getreten hat. Und wenn du dann so einen Fire Giant hast, der halt 25.000 Damage macht, oder 25.000 HP oder noch mehr hat, und der Tritt macht halt 25 Schaden oder so. Oh mein Gott. Und tut man sich sowas an? Weiß ich nicht. Leveling up faith with a plan to start being able to cast Golden Vow Incantation and Howl of Shabriri a little later. For Morgoth, I was very worried about the damage resistance that he gains whenever he goes into his phase transition, and I was worried that I might have to two-shot him instead of one-shot. But after the first attempt, I saw that there was definitely a chance. So the optimized strat that I came up with was to enter the arena, use Margit's Shackle, then cast Terra Magica a little bit behind his left hip. Then I just started blasting. This position made it so that I neben seiner wouldn't miss linken and I Hüfte. actually Ja, managed to do enough damage. Nur Hüfte. Bandscheibenvorfall. Alright. Now that I have the Golden Vow Incantation, it's probably a good time to talk about buff order and optimization. There's three different categories of buffs: weapon, aura, and body. You can only have one of each type. In this case, there's no weapon buff that applies to spells, but this would be things like greases. So the aura buff is Golden Vow and the body. Das haben sie auf Deutsch übrigens mit Fett übersetzt. Ah, ja. Ist es ja. Flammen, Fett. Magisches Fett. Buff is Howl of Shabriri. Now, there is also unique buffs in the game, and you can stack as many of those as you want. This is where things like Terra Magica, the Physic Tears, and Gold Pickled Foul Feet fall under. As for buffing routine, it's best to do the things with the longest duration first. Most of the time that's the Physic, but when I use the Infinite FP tier, which only lasts for 15 seconds, I start with Golden Vow for 80 seconds, followed by Howl of Shabriri for 40 seconds, and then the Physic right before I'm ready to attack. Terra Magica sometimes gets used if it's possible to cast it. If you really want to get fancy, there's debuffs like Grail's Roar and Shriek of Milos, but those are much more difficult to get to work, in my opinion, and have very different stat requirements, so I didn't use them on this run. Nur Commander. Den habe ich auch ein bisschen gebraucht. Ich glaube, alles, wo nicht nur einer da ist, sondern mehrere, ist halt ätzend. Ne, das ging eigentlich. Die sind gar nicht so stark in dem Fall mehr. Okay. Aber er ist halt richtig badass. Er wird irgendwann zu Sanji von One Piece, weil er eine Prothese am Bein hat und dann verprügelt er dich die ganze Zeit da. Das siehst du da auch. Flammenfuß. Autsch. Mhm. Oder wenn du so schräg hinter ihm stehst, dann gibt er dir mit seiner Lanze einfach so eine Backhand, so eine ganz kurze. That's an idea. Kurz und schmerzhaft, sagst du? Ja, komplett.
Okay, so I drink here. Okay. Wait for him to phase transition. What are you doing, homie? Homie. Alright. Esse, what you doing? Mach mal nicht so einen Winter, Junge. Drink this. Cast this. Switch all this. Harry! Oh, yeah! Oh, dude. Alright, Geil. 15 Fackelversuche. That's what we needed. Das hat sich aber auch so angefühlt, als würde jede Sekunde der andere einfach einen raushauen und die killen. Ja. Medallion, which means that I can get a talisman upgrade with the Graven Mass talisman, as well as access to a second Somber 10 to max out Lusat's staff. Next up is Fire Giant. The big problem that needs to get solved with Fire Giant is that he has 2 pretty long phases and Ich dachte mir, als ich vor Fire Giant stand, weil ich da seine Videos geguckt habe, ich so, so schwer ist der nicht. Der ist groß, der ist clunky, der hat Weak Spots, gar kein Problem. Was mich gefickt hat, war in seiner zweiten Form, wenn er so Pyrokometen castet, die dich verfolgen und explodieren und über die halbe Arena explodieren und ach Digga, die haben mich so gefickt. Sehr nett. Die haben mich so gefickt. Und vor allen Dingen, wenn das Schlimme war dann in der zweiten Phase, wenn er sein Bein ja abreißt, denkst du dir so, ja, ist ja immobiler jetzt, ne, geil. Und dann rennst du zu ihm hin, willst den Weakspot angreifen, auf einmal rollt er sich wie so ein Zweijähriger weg und ist 50 Kilometer von dir weg und du denkst dir so, ach nee. Mein Buff läuft. Ja, mein fucking Buff läuft aus, komm wieder her. I had to brainstorm a way to do one of the phases with my limited FP bar. I found that the best way to do this was by using the physic right before I start attacking in phase 1 and use Lusat's staff to do as much damage as fast as I can. Then in phase 2 I switched to the crystal staff along with Terra Magica to be a little bit more FP efficient to give me just enough to finish off the phase before I run out of FP. So that was actually good. Okay. Roll up to here. Come here. Ah. Das ist bitter. Okay. That'll work. Die Frage, ob er danach anfangen That'll muss, work. wenn I er just schon have to so. do it right. Oh. You just have to do it right. Das ist klar. Ja, ist doch klar. Du musst es halt einfach nur richtig machen. Okay. So. Mein Fußballtrainer hat damals zu uns auch immer gesagt, hört doch einfach auf damit. Weiser Mann. Wenn ich da hinpasse, dann nimmt immer ein Gegner den Ball mit. Ja, dann hör doch einfach auf damit. Easy. Schach und Matt, Hannes. Ja, ist richtig. Und jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie auf der Arbeit bin und meine Arbeitskollegen sich beschweren, ja, das ist ja so schön. Ja, hör doch einfach auf damit. Der Mann hat dich geprägt fürs Leben. Komplett. Es ist wirklich, es funktioniert, wenn deine Kinder ankommen und sagen, Papa, ich will das nicht, das geht mir auf den Sack. Ja, dann hör doch einfach auf damit. So oft. Und noch sind die, glaube ich, für diese Weisheit nicht reif genug. Aber es kann kontinuierlich weitermachen. Switch. Beim Wrestling. Oh, das hätte ich Klaus schreiben müssen, als ich geschrieben habe, der kann nicht mit. Ja, nee. Hör doch einfach auf damit. Yes. Yeah. Let's fucking go, dude. It would be really convenient if I could beat Renala to unlock the ability to respec. There's some bosses that would just work a whole lot easier if I could do more of a tank build and have a bunch of health and poise. The bad part is, Renala has the highest magic damage resistance in the game, and she's just too jumpy in phase 2. I tried just about everything. She's immune to sleep. I even really tried to bend the rules and use rejection to do poise damage without doing any actual damage, with the idea being I could just use Rock Blaster while she's recovering from the stance break, but she even managed to stagger out of that and jump away. So I don't think respecking is going to be an option on this run, and I'll just have to make do with the build that I have. Auch sehr wilde Klamottenkombination. Ja. Ich hab die beiden gehasst. Ich hab sie so gehasst. Die haben mich bestimmt 3 Stunden oder so auf Trab gehalten, diese Missgeborenen.
Seligen Lottenberger. Das war doch easy gerade, Hannes. Komplett. Der hat sich nicht mal gewehrt, Hannes. Hey, Dad. Alright, cool. Out of every boss in the game, I think Placidusax is the most fun to optimize for. And that's because there's a ridiculous way to essentially just ignore what Den habe ich nicht mal gemacht. Believe it or not, it's entirely possible to just tank the lightning strikes that he does at the beginning of the fight. But it needs a very specific setup. The Crimson World bubble tier makes it so that elemental damage is completely nullified, so the lightning doesn't do damage, but it still staggers you. So to solve that problem, you need at least 101 poise, which is only achievable when using pretty high poise armor, along with the Bull Goat Talisman, as well as the Iron Jar Aromatic. This will make it so that... Weißt du, womit sie das im Deutschen übersetzt haben? Oh, eiserner Topfaromat. Parfüm. Parfüm, okay, Parfüm. Und weißt du, was schlimm ist? Bei der Animation, wenn du das benutzt, trinkt er das. Köstlich. Cool. Does no damage, doesn't stagger. Combine that with 3 damage talismans, buffs, and infinite FP, and you can just cook this boss. Der Boss tut alles. Er tut alles, um dich zu wecken. Und du denkst dir so, ne? No, 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 no. Ich weiß nicht mal, wo der Boss ist. Ich bin ein Bergarbeiter, ich bohre an dir rum. Bob, der Baumeister, wäre stolz, ey. Ja. Fridolin, der Fertigsteller. Viel besser als Bob. Auch wenn wir jetzt Fortnite auch wieder spielen, denn dann spielen wir aber ohne Baum, ne? Ja, natürlich. Was für eine Frage. Das ist nicht mal eine Frage, Hannes. Wollen wir mit deinem Nachbarn spielen? Ja, safe. Nee, Lukas spielt nicht mehr. Lukas macht das Führerschein und hat eine Freundin. Achso. Was ist mit GTA RP? Nein. Freundin jetzt. Achso. Prioritäten setzen. Computer wird verkauft. Bis die Freundin Schluss macht, wird sich ein neuer gekauft. Oh. Kannst du die Preise günstig? Er kann meine haben, ich will einen neuen. Ja. Kein Problem. So, jetzt geht's los. Phase 2. Look at that. Alright. Blue. Diese perfekten Dodgings einfach, ne? Das ist so belastend. Also ich habe mehr als 16 Versuche gebraucht. Interesting. Kill you. Ah, Kitty. Ja, was hat er denn für ein Dings auf? I should be flasking first, but whatever, it's fine. Also Gideon dachte ich auch wäre einfacher. Gideon hat mich auch gefickt. Und ohne mich vorher zum Essen einzuladen. Oh, das geht aber nicht. Nee. Kein Gentleman. It's an easy setup for it. So, ja, laber, ist okay. Wenn du Gideon nicht First Try tötest, ist er auch echt beschissen, weil der diesen Monolog nicht immer hält am Anfang, sondern nur das erste Mal, wenn du ihn siehst. Und danach greift er dich direkt an. Ah, shit. This one took a whole lot of experimentation. There was never a window quite big enough for me to just bait an attack that would get the phase transition. So I tried a poise strategy with Iron Jar Aromatic, and that just made me too slow to the point where I couldn't keep up with him, and I would run out of FP or die before I could get him to phase 2. So just like every other mobile boss on this run, I brought out the sleep pots. Initially, it didn't seem to work very well because he would sleep and then dash away, but with the help of Terra Magica, I came up with this strategy where I would enter the arena, throw one pot, cast Terra Magica, throw another pot to finish the sleep buildup, then blast him. Perfect! Okay. Now I just have to deal with Horaloo. Aber warum ist denn der erste? Den habe ich nicht gecheckt. Weil der 2 Pots braucht, um einzuschlafen. Achso, okay. Das ist mir auch gefallen, aber macht Und dann, ja wird er halt zu Horaloo, aka dem Wrestler. Digga. Was in so einem Dings dann blöd ist, wenn du One-Shotten willst. It's not gonna be so easy. Believe it or not, after plenty of experimentation, this Horaloo problem is actually a Godfrey problem. All I needed to do was be very efficient during Godfrey so that I would have enough FP to do enough damage during Horaloo.
Okay. Aber wo ist er? Well, thank you, Horalu. Clever, dass du dann auf die Idee kommst, bei dem anderen effizienter zu sein, um ihn gut zu killen. Ja. Love to see it. Before I fight the final boss, I think I have a huge rune pinata just waiting for me down in Mogwin Palace. Shackles. Hoppala, hoppala. Hey, hey, hey. Need the infinite FP tier. Drink. Seine Buffleiste. Digga, was ist das hier? Wenn du weißt, dass du eine zweite Zeile brauchst, dann ist was los, Junge. Hilfe. Steroide. Ja, aber wirklich, ey. A bit far away. Don't think it matters, though. It does not. Yeah. Just like the other long two-phase fights, Radigan and Elden Beast both want the infinite FP tier, and I... Die beiden dachte ich auch, das ist ja easy game, ne? Das ist ja gar kein Problem. Die mache ich ja beide so fertig. Digga, die haben mich so in den Arsch gefickt. Die haben mich so hochgenommen, Hilfe, Alter. Das tat richtig weh. Wobei ich mehr Probleme bei Radagon hatte als beim Elden Beast. Tatsächlich. Beim Elden Beast war wieder dieses Problem, ich bin halt hingerannt, hab meine Attacke abgesettet und dann ist er verschwunden. Und dann ich so, oh nein, und wieder ganz dahin rennen. Da kann so viel passieren währenddessen. Just like previous bosses, I experimented with everything I could to try to balance FP efficiency and DPS. And I think one-shotting this boss with this spell might be possible on a max level character, but the truth is, it's just very difficult to one-shot the final boss in this game. However, I still think what I managed to do is pretty damn good. Zu dem auch so einfach ausweichen kannst, ne, wenn du im richtigen Moment rollst. Ja. Und das hat mich gebrochen, weil ich das Timing nicht hatte. Ja, das ist scheiße. Ich bohre, wo sind die Diamanten? That felt like it's... Oh, I ran out of FP, I see. Oh, I hope I have enough FP. All right. I'm happy enough with that, man. Once again, thank you to War Thunder for sponsoring this video. Go download and play this very accurate and detailed vehicle combat game using my link in the description. When you do, your account will receive a large free booster pack. I think this build successfully broke Elden Ring. Hitless Run, ich habe da was anderes gelesen. World First Two-Player Hitless Run, ne? Genau das. So, in dem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.